Vielleicht kennst du das. Du bist eigentlich in einer ganz normalen Situation und dann merkst du plötzlich, jetzt wird's zu viel. Das Licht ist plötzlich unangenehm oder Geräusche strengen an, der Kopf wird voll oder die Augen machen nicht mehr richtig mit und das kann ja auch ganz schön beunruhigen. Viele beschreiben zum Beispiel, dass sie trotz neuer Brille nicht zuverlässig klar sehen können. Mal geht's und mal nicht, mal verschwimmt alles und manchmal verändert sich das sogar im Laufe des Tages. Seit mehr als 15 Jahren bin ich im Austausch mit Betroffenen, vor allem mit Menschen, die Fibromyalgie haben. Und solche Probleme mit den Augen, mit Licht, mit Geräuschen und mit Reizen allgemein, das war immer wieder Thema in dieser Zeit. Deshalb möchte ich heute darüber sprechen, warum all das manchmal zu viel werden kann und warum es oft ein Zeichen ist, dass dein Körper gerade nicht genügend Puffer hat, um Reize richtig zu verarbeiten. Vielleicht ist es bei dir vor allem das Licht. Du gehst in den Supermarkt, stehst unter diesen hellen Lampen und merkst nach kurzer Zeit, dass alles unangenehm wird. Nicht nur ein bisschen hell, sondern so richtig anstrengend. So, als müsste dein Körper sich gegen dieses Licht wehren. Oder es sind vielleicht die Geräusche bei dir. Ein Gespräch im Hintergrund, vielleicht quietscht der Einkaufswagen ein bisschen oder es läuft Musik, du hörst Stimmen, das Piepen an der Kasse. Für andere ist das einfach Alltag. Aber bei dir kommt irgendwann alles gleichzeitig an und vielleicht auch viel stärker. Und dann wird es nicht nur laut, sondern körperlich anstrengend. Manche merken es am Bildschirm. Das Lesen wird schwerer. Der Fokus hält nicht mehr so gut. Die Augen werden müde, obwohl man eigentlich noch gar nicht so lange am Bildschirm gearbeitet hat. Und dann wieder andere, die merken es in Gesprächen. Man hört zwar noch zu, aber es wird immer anstrengender, alles aufzunehmen, das einzuordnen und dann auch noch selbst zu antworten. Das Schwierige bei all diesen Sachen ist, von außen sieht man das kaum. Alles sieht völlig normal aus. Du sitzt vielleicht ganz normal da, du gehst vielleicht noch durch den Laden, du sprichst vielleicht sogar noch, aber innerlich ist dein System längst am Limit und für deinen Körper fühlt sich das ganz anders an. Und genau das ist so schwer zu erklären. Diese Art von Überforderung, die ist so schwer zu greifen, denn es ist nicht einfach nur Müdigkeit. Es ist eher dieses Gefühl, alles kommt stärker an, als es eigentlich sollte. Das Licht ist nicht nur hell, sondern grell. Geräusche sind nicht nur da, sondern die drängen sich richtig auf, so fast penetrant. Gerüche, die können viel intensiver wirken und irgendwann ist das dann eben einfach alles zu viel. Ich nehme jetzt mal kurz die Augen als Beispiel stellvertretend für Reize, die nicht mehr stabil verarbeitet werden. Denn viele beschreiben das so. Sie haben eine neue Brille, beim Augenarzt wurde nichts Dramatisches gefunden. Der Optiker sagt vielleicht auch, eigentlich müsste das jetzt passen. Und trotzdem sehen sie nicht zuverlässig klar durch die Brille. Mal geht's ganz gut, dann verschwimmt wieder alles. Oder es fühlt sich so an, als müssten die Augen sich ständig neu anstrengen, um überhaupt scharf zu stellen. Manchmal ist es morgens sogar anders als abends oder auch nach einem langen Tag deutlich schlechter. Und dann steht man da mit der Brille, die eigentlich passen müsste, die vielleicht auch viel Geld gekostet hat. Und dann fragt man sich, warum kann ich trotzdem nicht richtig gucken? Ich selbst kenne dieses Jahr seit vielen Jahren und auch aus dem Austausch mit Betroffenen. Und ich habe immer wieder gehört, meine Augen machen irgendwie nicht mit oder ich kann nicht richtig scharf stellen oder es ist, als würde sich die Sehleistung verändern im Laufe des Tages. Und bei Augenbeschwerden, da muss man natürlich auch immer wirklich an die Augen denken. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Also unbedingt, wenn solche Probleme sind, erstmal damit zum Arzt gehen. Vor allem dann, wenn die Beschwerden neu sind, wenn sie deutlich zunehmen, wenn sie einseitig auftreten oder wenn sie sich eben einfach anders anfühlen als sonst. Aber bei vielen ist genau das die Sache. Es wurde nämlich schon geschaut. Es wurde gemessen, es wurden alle Untersuchungen gemacht. Vielleicht wurde die Brille neu angepasst und trotzdem gibt es diese Schwankungen. Heute geht's, morgen geht's nicht oder morgens geht's und nachmittags geht's nicht. Aber sehen ist eben nicht nur eine Frage der Brille. Dein Körper, der muss das, was über die Augen reinkommt, auch verarbeiten. Und diese Verarbeitung, die passiert natürlich nicht getrennt vom restlichen Zustand deines Körpers. Der muss Licht einordnen, Bewegung wahrnehmen, Kontraste erkennen, den Fokus halten und gleichzeitig alles andere mitverarbeiten, was gerade um dich herum passiert.
Und deshalb kann ein Augenproblem manchmal auch ein Hinweis darauf sein, dass nicht nur die Augen belastet sind, sondern dass das ganze System gerade wenig Puffer für diese Verarbeitung hat. Hier kommt also das Nervensystem ins Spiel. Natürlich bedeutet das nicht, dass alles automatisch vom Nervensystem kommt, aber es kann erklären, warum manche Beschwerden so schwanken, warum es nicht jeden Tag gleich ist und warum Sehen, Licht, Geräusche, Gespräche, warum die manchmal kippen. Denn all das sind Reize und Reize müssen verarbeitet werden. Das passiert normalerweise ganz automatisch. Du kommst irgendwo rein, nimmst die Umgebung wahr, orientierst dich, reagierst auf Menschen und passt dich ständig an, ohne groß darüber nachzudenken. Wenn genügend Puffer da ist, dann fällt einem das gar nicht auf, dann läuft das einfach mit. Aber wenn der Körper schon belastet ist, wird genau diese Verarbeitung anstrengender. Zum Beispiel, wenn Schlaf fehlt oder wenn Schmerzen da sind, wenn Stress mitläuft, wenn man insgesamt wenig Kraft hat oder wenn der Tag schon zu viele Eindrücke hatte, dann braucht dein Körper für Dinge Kraft, die sonst einfach nebenbei laufen. Der muss mehr filtern, der muss mehr ausblenden, mehr einordnen. Und genau das kann sich dann eben irgendwann bemerkbar machen beim Sehen, beim Hören, beim Folgen des Gesprächs oder eben auch bei diesem Gefühl, dass alles gleichzeitig ankommt. Und das ist für viele so schwer zu verstehen, weil die Situation von außen ja auch völlig normal aussieht und man versteht es ja auch selbst oft nicht. Der Raum ist derselbe, das Licht ist dasselbe, die Menschen reden vielleicht genauso laut wie immer, aber dein Körper, der ist nicht jeden Tag gleich belastbar. Und deshalb kann derselbe Reiz an einem Tag noch gehen und an einem anderen Tag zu viel sein. Und das kennen viele auch von anderen Beschwerden. An einem Tag schafft man etwas noch ganz gut und an einem anderen reicht schon ein kleiner zusätzlicher Reiz und alles kippt. Also ich selbst finde das total wichtig für mich, weil es erklärt, warum solche Beschwerden oft so wechselhaft sind. Da geht es nicht darum, dass ein einzelner Reiz plötzlich objektiv schlimmer ist, sondern manchmal hat dein Körper einfach weniger Spielraum, um das Ganze zu verarbeiten. Und warum selbst ganz normale Dinge im Alltag so viel Kraft kosten können, das habe ich in diesem Video ausführlicher erklärt. Da geht es vor allem um den Punkt, dass Überforderung eben nicht nur als Müdigkeit spürbar ist. Sie kann auch dort ankommen, wo du es vielleicht gar nicht erwartest. Schau da gerne mal rein. Ja, wenn Wahrnehmung plötzlich anstrengender wird, dann gibt es meist nicht den einen einzigen Auslöser. Da kommen oft mehrere Dinge zusammen. Das möchte ich jetzt ansprechen. Ich gehe das jetzt nur kurz durch, damit du einordnen kannst, wo bei dir ein Ansatzpunkt liegen könnte. Das soll jetzt keine To-Do-Liste für dich werden. Mir geht es vor allem darum, dir einen Rahmen zu geben und dich auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Ein wichtiger Punkt ist Erschöpfung. Wenn dein Körper insgesamt wenig Kraft hat, dann bleibt auch für die Verarbeitung von Reizen weniger Spielraum. Das merkt man zum Beispiel nach schlechten Nächten, ja, nach sehr anstrengenden Tagen oder wenn man schon längere Zeit über seine Grenzen gegangen ist. Dann, wer das kennt, der weiß genau, was ich meine. Ja, und dann kommt ja oft auch noch Stress dazu. Und damit meine ich nicht nur emotionalen Stress, auch körperlicher Stress zählt dazu. Ne? Schmerzen sind Stress für den Körper, zu wenig Schlaf ist für den Körper Stress, zu viele Termine, zu viele Eindrücke oder auch zu wenig Ruhe eben. All das stresst den Körper. Und wenn der Körper innerlich auf Spannung bleibt, dann werden Reize oft schneller als unangenehm empfunden. Und ein weiterer Punkt ist Ernährung. Das klingt vielleicht erstmal weit weg von Dingen wie den Augen, aber der Körper reagiert sehr schnell auf das, was ihm Energie gibt oder ihn zusätzlich belastet. Blutzuckerschwankungen, Unverträglichkeiten oder Mahlzeiten, nach denen man richtig müde und benebelt wird, die können dazu führen, dass der Kopf und auch die Wahrnehmung schneller überfordert sind. Ja, und warum Ernährung bei chronischen Beschwerden so eine große Rolle spielen kann, das habe ich in diesem Video ausführlicher erklärt. Da geht es auch darum, warum selbst eine eigentlich gesunde Ernährung manchmal nicht reicht, wenn der Körper auf bestimmte Lebensmittel oder Blutzuckerschwankungen empfindlich reagiert. Ja, und auch Bewegung kann eine Rolle spielen. Und da meine ich jetzt nicht Sport oder Leistung. Das ist eher
wie als kleines Ventil anzusehen. Denn ein kleines bisschen Bewegung, so wie es gerade möglich ist, kann manchmal helfen, dass der Körper die Spannung wieder ein Stück weit los wird. Ja, und dann gibt es noch Prozesse, die im Hintergrund mitlaufen können. Zum Beispiel stille Entzündungsprozesse oder eine körperliche Grundbelastung, die man nicht sofort sieht, die aber trotzdem Kraft kostet. Und genau deshalb lohnt sich auch der Blick auf Omega-3. Das muss ich einfach immer wieder sagen. Das ist so wichtig. Omega-3 ist keine schnelle Lösung bei Reizüberforderung, aber es ist ein möglicher Baustein, wenn es um Schmerzen, Entzündungsregulation und körperliche Grundbelastung geht. Und welche Rolle Omega-3 bei Schmerzen und Entzündungsregulation spielen kann, worauf ich bei der Qualität achte und wie du deinen Status prüfen kannst, das erkläre ich genauer in diesem Video. Ja, und schließlich spielt auch Regulation eine Rolle. Also die Frage, wie gut dein Körper wieder aus dieser inneren Anspannung herausfindet. Das ist der Bereich, in dem Atmung, Pausen, Reizreduktion und auch der Vagusnerv eine Rolle spielen können. Und mir geht es heute vor allem um diesen einen Punkt. Wenn Wahrnehmung anstrengend wird, dann liegt das oft nicht nur an einer einzigen Sache, also nicht nur an dem Licht, das da gerade so grell ist oder so. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass dein Körper gerade an mehreren Stellen belastet ist und einfach weniger Spielraum hat, Reiz zu verarbeiten. Und das möchte ich gern deutlich machen. Ja, und was heißt das jetzt ganz praktisch? Zum einen muss ich sagen, eine schnelle Lösung gibt es dafür meistens nicht. Und das wäre auch nicht ehrlich, wenn ich sowas erzählen würde. Wenn all diese Reize zu viel werden, dann kann man das in diesem Moment oft nicht einfach wieder wegkriegen. Man kann nicht im Supermarkt stehen, einmal tief atmen und dann ist alles wieder gut. So funktioniert das meistens nicht. Das wäre natürlich schön, aber so ist es nicht. Aber es gibt zwei Dinge, die trotzdem wichtig sind. Das eine ist, solche Reizsituationen möglichst früh wahrzunehmen, damit man schon ein bisschen gegensteuern kann. Also nicht erst warten, bis der Körper komplett dicht macht, sondern schon bei den ersten Anzeichen merken, jetzt wird es zu viel, wenn das Licht unangenehm wird oder der Kopf voll, wenn die Augen anfangen zu kämpfen oder wenn Gespräche plötzlich mehr Kraft kosten. Dann nicht durchhalten, bis gar nichts mehr geht, sondern möglichst früher eine Pause machen, wenn das irgendwie möglich ist. Reize reduzieren, den Bildschirm vielleicht verlassen, aus dem Gespräch rausgehen oder den Einkauf abkürzen, bevor alles kippt. Ich weiß, das geht nicht immer, ist mir schon klar. Und das Zweite ist eine langfristige Sache. Und zwar dem Körper regelmäßig, und zwar täglich, helfen, wieder aus dieser inneren Anspannung herauszufinden. Denn oft schafft er das nicht mehr alleine. Für mich bedeutet das Arbeit mit dem Nervensystem. Und zwar als regelmäßigen Impuls, damit der Körper nach und nach wieder mehr Puffer bekommt. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Ganz wichtig bleibt aber trotzdem, neue oder starke Beschwerden, die müssen abgeklärt werden. Nicht einfach sagen, das ist bestimmt nur Überreizung. Das sollte sich dann auch wirklich ein Arzt anschauen. Ja, und dann ist ja noch die Reizlast da. Auch hier geht es nicht darum, sich komplett aus dem Leben zurückzuziehen. Das geht ja auch gar nicht. Und es wäre auch kein guter Anspruch, ständig alles vermeiden zu wollen. Aber manchmal kann schon ein bisschen Entlastung helfen. Zum Beispiel, dass man wenn man das Licht ein bisschen reduziert, wenn es dann eben möglich ist, wenn man den Bildschirm anders einstellt oder wenn man auch mal so kurze visuelle Pausen macht, sich da mal rausnimmt aus diesen ganzen Bildschirmen. Wenn man nach einem anstrengenden Gespräch nicht sofort in die nächste Aufgabe geht, sondern vielleicht erstmal ein bisschen resettet, in sich reinschaut. Wenn man beim Einkaufen vielleicht eine ruhigere Uhrzeit wählt, soweit das machbar ist, oder bewusst kleinere Reizpausen einplant, bevor der Körper komplett dicht macht. Das sind keine großen Lösungen, das weiß ich. Aber manchmal macht genau sowas den Unterschied, ob man noch halbwegs durchkommt oder ob danach gar nichts mehr geht. Ich weiß, das alles klappt nicht immer. Manchmal ist man schon mitten in der Situation und dann ist es einfach zu spät, um noch viel gegenzusteuern. Auch das gehört zur Realität dazu, so ist es eben. Und genau deshalb ist für mich der langfristige Punkt so wichtig, wieder mehr Puffer aufbauen, habe ich ja eben schon angesprochen. Denn wenn der Körper insgesamt stabiler wird, dann überrollen solche Reize das ganze System vielleicht nicht mehr so schnell. Aber wie baut man nun Puffer auf? Das schafft man nicht durch eine einzelne Sache oder durch ein starres Programm, sondern durch alles
was den Körper wieder etwas stabiler macht. Das kann der Schlaf sein, um den man sich nun ein bisschen mehr kümmert, dass man da nochmal versucht rauszufinden, was kann ich da unterstützend tun. Das ist die Ernährung ein ganz wichtiger Punkt. Bewegung in einem machbaren Rahmen. Es gibt auch einige Nährstoffe, die manchmal fehlen und nicht gut abgedeckt sind. Und natürlich auch die Regulation, damit meine ich die Nervensystemarbeit. Und dafür benutze ich verschiedene Dinge. Unter anderem Atem, das wisst ihr, tiefes Bauchatmen und so, da gibt es ja verschiedene Techniken. Pausen sind auch ganz wichtig. Ich nehme mich ganz bewusst manchmal raus, mache ganz was anderes. Manchmal setze ich mich auch einfach nur hin und gucke rum. Und auch Unterstützung über den Vagusnerv mit vielen kleinen Impulsen ist da wichtig. Und was ich selbst über längere Zeit für mein Nervensystem gemacht habe und was sich dadurch verändert hat, das habe ich in diesem Video ausführlicher erzählt. Ja, und ich nutze auch ein Gerät zur Stimulation des Vagusnervs. Falls du dir das anschauen möchtest, findest du den Link in der Beschreibung und auch einen 10% Rabattcode. Ja, das ist natürlich kein Wundermittel, habt da jetzt keine falschen Erwartungen. Es ersetzt auch keine Abklärung beim Arzt und es löst auch nicht plötzlich alle Reizprobleme. Aber für mich gehört es zu den Dingen, die langfristig dabei helfen können, dem Körper immer wieder Signale von Ruhe zu geben. Das ist das Entscheidende. Ja, wenn selbst die Augen, Licht, Geräusche, Gespräche, wenn all das anstrengend wird, dann ist das nicht einfach nur ein kleines Alltagsproblem. Das zeigt oft, wie stark der Körper gerade schon belastet ist und wie viel Kraft Wahrnehmung kosten kann, wenn das System sowieso schon belastet ist. Und vielleicht hilft dir diese Einordnung, dich selbst ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch solche Situationen etwas früher ernst zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen gegenzusteuern. Nicht um alles sofort zu lösen, das geht gar nicht, sondern um solche Symptome nicht mehr nur als einzige merkwürdige Probleme zu sehen, sondern als Hinweis darauf, dass dein Körper gerade insgesamt viel zu verarbeiten hat und einfach nicht die Kapazität dafür hat. Und vielleicht merkst du beim Zuhören schon, es ist eben nicht nur das Licht, die Geräusche oder die Augen. Vielleicht gibt es auch Momente, in denen dein Kopf irgendwann einfach nicht mehr kann. Du liest was und weißt kurz danach nicht mehr, was da eigentlich stand. Du willst einem Gespräch folgen, aber der Faden reißt weg. Oder du merkst, ich kann gerade nichts mehr aufnehmen. Du hast wirklich ein Brett vorm Kopf. Und genau darum geht es in diesem Video hier. Dort spreche ich darüber, warum der Kopf bei Überlastung irgendwann dicht macht und warum das nichts mit fehlender Konzentration oder mangelnder Disziplin zu tun hat und auch nicht mit Demenzerkrankungen. Wenn du dieses Gefühl kennst, dann schau dir das Video als nächstes an. Bis gleich im nächsten Video.